Hallo und herzlich willkommen auf AlpsBT. In diesem Video möchten wir euch die wunderschöne Schweiz vorstellen. Hallo zusammen, willkommen hier auf AlpsBT. Heute gibt es eine flotte Servertour hier durch die wunderschöne Schweiz, euch mit wunderbarer Sprachbegleitung. Wohl. Starten wir gleich in der Hauptstadt der Schweiz, und zwar in Bern. Die Münster Aussichtsplattform wurde bereits fertiggestellt. Das Münster selber befindet sich nun noch in den Anfängen. Wir haben Ja, seit Jahrhunderten gefühlt befindet er sich in den Anfängen. Selbstverständlich ist das Ziel von BTI nicht nur die Welt nachzubauen, sondern auch in realer Bauzeit. Also bei Münster wäre das so ein paar hundert Jahre. Dafür bin ich natürlich Experte bei solchen langen Bauen. Und im Bern steht aber noch mehr, da man hier hinuntergeht in das schwarze Viertel, hatten wir bei einem Event relativ große Teile von dem Viertel gebaut. Das war ein 48-Stunden-Event, in dem wirklich große Teile zustande gekommen sind, da wirklich viele Leute mitgeholfen haben, das Ganze hier unten zu bauen. Wenn man auch durch die Gassen läuft, kriegt man auch einen recht guten Eindruck, wie es in Bern ausschaut. Zumindest halt im schwarzen Viertel. Und Ja, das ist eine Sache, halt, dass das schwarze Viertel ist halt nicht gerade das berühmteste Stadtteilchen von Bern. Leider ist halt Bern noch eine riesige Baustelle, wo kaum irgendetwas gebaut wurde, nur einzelne kleine Häuser. Und auch das Bundeshaus befindet sich gerade im Bau. Aber zu dem ja, können wir jetzt auch gleich mal schauen. das wunderschöne Bundeshaus, hier nur die Rückseite leider gebaut. Der Hort der Schweizer Demokratie, kann man sozusagen sagen. Leider nicht gerade demokratisch weit gebaut. Dafür steht ein Teil der Kuppel und halt der hintere Teil ist, ja, schön anzusehen für ein Bundeshaus, aber auch nur die Rückseite. Also das ist natürlich noch nicht alles gewesen in Bern, auch zum Teil der Bahnhofsplatz, sorry. Der Bahnhofsplatz steht zum Teil mit dem Löbgebäude und dem Busbahnhof, der Heiliggeistkirche. Ja, das steht schon mehr, was man vielleicht kennen würde, vielleicht vom Durchfahren durch Bern. Ist auch so das ziemlich genau Erste, was man sieht. Jawohl, jetzt sind wir hier in Ennetbürgen. Das ist ein kleines Dörfchen, Städtchen, ich weiß nicht mal wie viele Einwohner, aber nahe am Ufer des Vierwaldstätter See im Kanton Nidwalden. Ist schon relativ viel gebaut, ein paar kleine Häuschen, sieht ganz hübsch aus eigentlich. Wer hat das gebaut? Das wurde von Ifalodier gebaut, eigentlich auch schon ein rechter Weilchen her. Und ich finde vor allem auch die Kirche ist gut gelungen. Machen wir den nächsten Sprung in das nächste architektonische Meisterwerk mitten ins Herz der Schweiz nach Schwyz. Schwyz ist übrigens berühmt für seine Wallfahrtskirche, die hier schon steht, und auch das Rathaus mit den berühmten Fresken, die leider hier nicht gerade umsetzbar sind in Minecraft, aber was will man machen? Schwyz ist übrigens auch der Hauptort eines der 3 ersten Orte, die die Schweiz gegründet haben. Ja, Die Schwitz wurde in unserem Fall von Ligma 420 gebaut, auch schon eine Weile her. Das heißt, man sieht, viel von dem, was heute auch steht, ist einfach gewachsen. Und die Anfänge von Schwyz gab es bereits im April und seitdem ist aber leider hier nicht sonderlich viel weitergegangen. Jetzt befinden wir uns in Rheinfelden an der Grenze zwischen Schweiz und Deutschland. Das war auch unser erstes Collab-Event mit BT Germany und es ist Gigantisches in 48 Stunden geleistet worden. Allein an der schieren Anzahl an Häusern, wenn man hier ein bisschen in die Luft fliegt, sieht man, das geht weiter und weiter und weiter. Und da sieht man auch wieder mal, was einfach erreicht werden kann innerhalb kürzester Zeit, wenn viele Leute zusammenhelfen. Und das läuft dann auch meistens so ab, dass halt zuerst einmal ein kleiner Teilbereich freigegeben wird, wo dann einfach viele Leute gemeinsam bauen. Und mit der Zeit werden dann immer wieder weitere
Teilbereiche eröffnet zum Bauen. Und somit wird dann mit einem gewissen Plan der Ort zusammengesetzt. Jetzt sind wir hier beim Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Übrigens das größte Einkaufszentrum der ganzen Schweiz und mit 2 riesigen großen Hochhäusern. Zumindest für meine Verhältnisse Hochhäuser. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der das gebaut hat, geniales Parkhaus. Das Parkhaus wie das gesamte Spreitenbach Shoppi wurde von Calmcraft gebaut. Und jetzt werfen wir noch einen Blick ins Parkhaus. Ja, und so sieht ein Parkhaus in Minecraft aus. So, jetzt sind wir in Basel, wahrscheinlich ein berühmterer Anblick in der Schweiz, nicht so wie die anderen kleineren, unbekannten Orte, die wir bisher gesehen haben. Das wurde gerade erst dieses Wochenende größtenteils gebaut bei einem Event. Hier sieht man auch den Erbauer des Münsters, den lieben Wackiswagen. Und das ist wirklich eine großartige Sache, die wir hier geleistet haben, finde ich. Oder was sagst du dazu? Also ich muss einfach den hohen Baustandard loben, der hier ja überall durchwegs gezeigt wird. Einfach diese vielen kleinen Details, die einfach alles gemeinsam so ja fantastisch und fast, ich möchte fast sagen, fast schöner als in echt erscheinen lassen. Vor allem wenn die Häuser dann in der Wirklichkeit schon ein bisschen verdreckt sind. Was Und man findet hier einfach wirklich schöne Ecken. Und ja, ich finde die Altstadt von Basel ist jetzt auch hat jetzt auch einen rechtmäßigen Platz in der Liste der besten Orte hier im Server. absolut. Leider Gottes so eine Fastnacht, so ist es halt in diesen Corona-Zeiten. Bitte bleibt zu Hause, nicht groß Corona verbreiten. Ja, dann hoffen wir, dass immerhin wir nächstes Jahr dann wieder selber in Basel sein können, in der Fastnacht. Wir befinden uns jetzt in Basel am Marktplatz, leider noch ohne Straße, was man recht Aber deutlich sieht. Das heißt, so wird der Platz aussehen, hätte er keine Straße und wird noch mitten durch einen Fluss fließen. Wasserstraße, Dafür sind aber zumindest ein paar Gebäudefassaden schon fertiggestellt. Und was man hier besonders hervorheben kann, ist natürlich das Rathaus. Wenn man da mal reinschaut, dann sieht man, dass da wirklich schon alles steht. Jetzt befinden wir uns beim Basel SBB, dem letzten Ort, den wir jetzt in Basel herzeigen können. Das Bahnhofsgebäude wurde von Waggiswagen gebaut und zu einem großen Teil auch schon fertiggestellt. Hier und da fehlt noch ja, etwas. Die Gleisanlagen stehen zumindest schon, auch die Überdachung von den Gleisanlagen. Und wenn man drunter steht, hat man wirklich das Gefühl, im Bahnhof zu stehen. Ja. und ich muss selber auch ehrlich sagen, es ist auch in Real wirklich ein wunderschönes Gebäude mit der riesigen Glasfront vorne dran. Wirklich auch hier in Minecraft wunderschön nachgeahmt. Auch vor dem Bahnhof steht schon einiges. Erstens mal hier einige Gebäude, aber auch eine Tramlinie mit, bitteschön, einer diagonalen Tram in Minecraft nachgebaut. Und man erkennt sie, finde ich auch. Auch ein relativ berühmter Ort in der Schweiz ist das CERN in Genf. Also ich glaube nicht, dass ihr jetzt irgendetwas zu einem CERN jemals gehört habt, aber ganz sicher schon mal vom berühmten Teilchenbeschleuniger, der sich unterhalb vom CERN befindet. Das ist ein riesiger unterirdischer Ring und dort werden halt Teilchen mit sehr hoher Geschwindigkeit aneinander geprallt. Ja, irgendwann kommt einmal ein schwarzes Loch raus, aber das bauen wir dann nicht, weil dann leben wir auch nicht mehr wahrscheinlich. Ja, Jetzt befinden wir uns in Olten, einer kleinen Stadt in der Schweiz, die auch relativ am Anfang bereits gebaut wurde, und zwar von Böhren und Swiss Zwieback, mit dem Turm und was auch ganz nett ist, mit der Brücke, die doch einen sehr eigenen Charakter hat.
Das ist übrigens eine relativ sehr alte Holzbrücke, die übrigens beinahe vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren einem Feuer zum Opfer gefallen wäre. Gott sei Dank hat man das noch retten können. Ja, interessanter Fakt. Jetzt befinden wir uns hier in Uzwil in einem großen Industriegebiet. Dieses Industriegebiet gehört der Firma Bühler. Das ist ein relativ großer Technologiekonzern, der übrigens auch Schokolade, gute Schweizer Schokolade produziert. Und ich muss sagen, auch wenn es Industriegebiet ist, ich bin nicht Fan von Industriegebieten, das ist einfach enorm riesig, was hier gebaut wurde. Und für ein Industriegebiet finde ich es teilweise sogar wirklich ästhetisch ansprechend. Also zum Beispiel allein diese kleinen Silos hier oder hier diese Halle, finde ich, hat doch einen eigenen Charme. Und ja, das größte Industriegebiet bei uns am Server. Alors, nous sommes au Genève. Jetzt zu Deutsch, ich kann nicht gut Französisch. Wir sind in Genf, der größten Stadt in der Westschweiz, die auch entsprechend Französisch spricht. Und das ist mit Abstand einer der größten gebauten Städte hier im Projekt. Das wurde praktisch von einer einzigen Person gebaut, vom Exter. Von Want to Und Free Steve, genau. Genau. Und das muss man schon sagen, ist krass, dass es eine einzige Person ganz alleine gebaut hat, zum größten Teil. Und ich fliege jetzt auch nochmal über Genf drüber, dass ihr mal sehen könnt, wie wahnsinnig viel hier entstanden ist. Das ist einfach unglaublich. Befindet sich auch noch immer im Bau. Hier zum Beispiel die Taktik zuerst die Dächer bauen und dann die Fassaden. Das heißt, die Fassaden folgen noch. Aber wenn man sich das auch auf der Karte anschaut, ist es einfach gigantisch und dafür eigentlich auch noch relativ schön gebaut. Und weiter geht es hier in der französischsprachigen Schweiz im kleinen Dörfchen Le Vaux. Der Name sagt es schon, es befindet sich im Kanton de Vaud. Gleicher Name. Ja, das ist ein kleines Dörfchen, ein kleines süßes Dörfchen in der Westschweiz. Ganz hübsch eigentlich. Ja, jetzt sind wir hier in Brick im Wallis. Ja, ich glaube, ich wechsle mal zu meiner Muttersprache, weil hier spricht man halt so. Ja, mal. Wunderschön Brick, wer kennt es nicht? Hier im Bahnhof, dem größten Grenzbahnhof der Schweiz übrigens. Ja, viel steht, tut jetzt hier unten nicht. Das habe ich jetzt das meiste Mal gebaut. Aber wenn man die Bahnhofstraße hochgeht, kommt man dann Richtung zum St. Sebastiansplatz. Jawohl, hier auf dem kleinen Sebastiansplatz ist halt nicht gerade viel groß gebaut, auch hier mitten in der Provinz der Schweiz. Aber wenn wir jetzt hier weiter hochgehen, kommen wir dann doch zu etwas Berühmterem, dem Stockholmer Schloss im Brick. Das ist übrigens das größte privat gebaute Gebäude der Schweiz während der Barockzeit. Und dieses Gebäude wurde von einem Typen gebaut, dem Stockholmer. Und der Typ hatte irgendwie das Monopol auf Schneckentransport und Schneckenverkauf aus irgendwelchen Gründen. So kann man auch sein Schloss finanzieren. Ja, und wenn wir das Stockholmer Schloss noch verlassen, kommt man hier weiter hoch noch zur Kollegiumskirche, aber das ist auch nur seine kleine, nette Kirche. Übrigens ehemals die Pfarrkirche zum Teil von Brick, nicht immer, aber zum Teil ja. Und jetzt sind wir hier auch noch zu Natersch. Vis-à-vis, also gegenüber von Brick befindet sich dieser Ort. Und ja, das hat ein kleines, nettes, altes Dörfchen, ein alter Dorfteil. Und ich muss auch sagen, relativ kompliziert, wenn das dann verschachtelt wird und kleine Gässchen man hineinbauen muss. Wie hier zum Und auch, Beispiel, wenn man langläuft, sieht man, das ist ganz, ganz eng und wirklich gewachsen. und was auch ganz interessant eigentlich ist, ein kleines Easter Egg, was ich selber eingebaut habe, ist das Beinhaus von Natersch. Ein Beinhaus ist, dort macht man halt Knochen in einer Wand drin von Leuten, die halt gestorben sind. Wurde in diesem Dorf bis in die 30er Jahre noch praktiziert. Und speziell ist auch der Spruch, der da oben dem Kreuz steht. Und da steht eigentlich, was ihr seid, das waren wir. Was wir sind, das werdet ihr. Also relativ etwas Makaberes. Aber
Das gehört nun mal auch dazu zum Nachbauen. Jetzt befinden wir uns in dem Ort der Schweiz, wo wahrscheinlich am meisten gebaut wurde, und das ist Luzern. Luzern hat schon große Teile der Altstadt fertiggestellt, und besonders ins Auge sticht natürlich die Kapellbrücke hier im Vordergrund und natürlich die gesamte Uferpromenade, die auch jüngst erst einmal wieder überarbeitet wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir einen Bereich, der als Event auf Alps BT abgehalten wurde. Das heißt wieder sehr viele verschiedene Leute, die gemeinsam innerhalb von 48 Stunden an einem Ort gearbeitet haben, in dem Fall hier. Und wenn man hier nur drüber fliegt, dann merkt man eigentlich gar nicht, was das für ein Arbeitsaufwand ist. Und wenn man hier ein bisschen nach unten geht, sieht man erst einmal die ganzen Details und Kleinigkeiten, auf die geachtet wurden. Auch wenn wir hier die Gassen hochgehen in die Altstadt, die übrigens einer der größten zusammenhängenden Renaissance-Altstädte der Schweiz bildet, kommen wir weiter hinten dann zur Hofkirche, die ich ganz persönlich auch wirklich sehr schön finde hier auf dem Server. Und dann sieht man mal wieder eigentlich dieses Ausmaß von der Altstadt, das wir eigentlich bis jetzt gebaut haben. Wirklich wunderbar, genial, dass so etwas überhaupt in Minecraft entstehen kann. Dass man tatsächlich einen starke Überschneidungen oder dass es einfach an die Realität so nah herankommt mit den Gebäuden, dass man sagen kann, das ist das und das kenne ich doch. Zum Beispiel hier auch hinten im Bereich der Hofkirche bei den Gebäuden. Will ich auch jetzt ein bisschen näher ran, dass man das gut sehen kann. Mit den Gärten davor und dann natürlich der Kirche. Und man muss dazu auch noch sagen, es werden nicht nur Gebäude gebaut, es werden auch Fahrzeuge gebaut. Hier unten am See sieht man zum Beispiel auch wunderbar zum Beispiel die Wilhelm Tell. Wir bauen auch Schiffe und derartige Fahrzeuge. Auch vorhin in Basel die Trams, die wir gesehen haben. Und das finde ich auch, das bringt ein bisschen noch das Leben hinein in das Projekt. Hier jetzt nochmal die Wilhelm Tell, auch am Bild. Jetzt befinden wir uns im Glattpark, einem auch durchaus sehr großen Bereich hier auf dem Server. Glattpark wurde gebaut vor allem von Lea, mit Hilfe von weiteren Bildern. Und das war ihr erstes Projekt hier am Server und es ist gigantisch groß geworden. Später werden wir dann noch den Züricher Flughafen besichtigen. Zürich-Kloten, den sie dann später gebaut hat. Aber hier zum Beispiel befindet sich auch das SRF und ja, weitere bekannte Gebäude. Hier befinden wir uns gerade in Schlieren, direkt neben dem großen Krankenhaus. Das wurde auch relativ früh von Dennis gebaut vor allem, aber auch von Mumia. Und da stehen auch gute Teile schon, wie man hier sieht, einige Häuser. Jetzt befinden wir uns hier in der Wallisellen. Auch wieder kleines Vorstadtfeeling, Kleinstadtfeeling. Auch klein und süß gebaut. Von Holbstief wurde das gebaut. Ja, klein aber fein. Und auch hier sieht man, ja, Und das wurde auch vor nicht allzu langem hier unten der Bereich fertiggestellt. Das heißt, das ist ein recht neues Projekt von einem noch nicht ganz so erfahrenen Bilder, der aber schon ziemlich hohe Standards an den Tag legt. dann ziehen wir hier die Straße hoch. Wohin wohl? Vielleicht verraten es schon die Fahnen, wohin es hingeht. Vielleicht kennt man den Ort schon. Doch langsam erblickt man es schon, den Turm, und man sieht, wir sind in St. Gallen. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist eines mit Abstand einer meiner liebsten Gebäude, die hier auf dem Server gebaut wurden. Es wird wunderschön gebaut. Auch was ich super finde, ist mit den Rasenmäherstreifen hier auf dem Gras wunderbar. Es ist natürlich auch noch zu erwähnen, dass nebst der Altstadt von Bern, die wir vorhin gezeigt haben, dies auch
eines der beiden UNESCO-Gebiete der Schweiz, die wir bis jetzt gebaut haben, ist, also der Klosterbezirk. Hoffentlich werden weitere Folgen davon, aber das ist der Klosterbezirk. Ich bin einfach immer noch, ich finde die Worte nicht sensationell. Jetzt befinden wir uns in Winterthur, der zweitgrößten Stadt im Kanton Zürich. Und ich muss auch sagen, es wurde wunderbar hier nachgebaut. Es ist nicht gerade, also es ist doch viel, aber nicht so viel wie in Luzern. Aber ein paar hübsche Gebäude, auch hier der Bahnhof. Jetzt befinden wir hier uns in Zürich. Und die Urzürcher unter euch Zuschauern kennen das hier ganz bestimmt. Das ist, sieht aus ein Schneemann, ist kein Schneemann. Das ist der sogenannte Böck oder Böck oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Beim Walliser, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das, wird jedes Jahr bei 6 Leuten, dieses Jahr findet es leider nicht statt, wird dort ein riesiger schneemannförmiges Ding in die Luft gejagt, buchstäblich. Und je nachdem, wie lange das braucht, bis es wirklich in die Luft geht, weiß man dann, ob der Sommer schön wird oder nicht. Hoffen wir, dass dieses Jahr schön geknallt hätte. Ja. Zürich ist ein interessanter Ort auf unserem Server, da die ganzen Gebiete wirklich verstreut sind. Das heißt, hier und da und hier und da gibt es etwas in Zürich. Hier ist ein weiterer Teil der Altstadt von Zürich. Jetzt befinden wir uns am Züricher Flughafen, dem größten Flughafen in der Schweiz, Zürich-Kloten genannt. Und dieser wurde im Rahmen des allerersten Events von AlpSpeed begonnen und wurde dann aber von Lea fortgesetzt. Und mittlerweile ist er schon sehr weit entwickelt. Und wenn wir jetzt hier entlang fliegen, sieht man bereits den Bereich, der wahrscheinlich am bekanntesten ist, und zwar der Flughafen von Flugzeugseite her, mit nachgebauten Flugzeugen. So sieht etwas in Minecraft aus. So ein Chat. Und natürlich auch mit Finger und alles, was dazugehört. Das heißt hier auch zum Beispiel eine kleine Flugüberwachungszentrale und auch hier das Flughafengebäude mit Sitzen und auch Abflugszeiten. So, das war's mit unserer kleinen Servertour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Oder was sagst du dazu? Ja, und ich hoffe auch, dass ihr jetzt unseren Server ein bisschen besser kennenlernen konntet, ein bisschen mehr die Zusammenhänge zwischen den Orten verstehen konntet. Und ja, vielleicht interessiert sich der eine oder die andere für das Projekt und hilft uns, um gemeinsam Österreich, Schweiz und Liechtenstein 1:1 in Minecraft nachzubauen. Ciao! Tschüss, ciao! Darf ich schon gehen? Ich bin müde. Nein.